Und wie läuft's mit dem Dating im Schweden? Dating in Schweden. Hm? Ich kann Gerüchte erzählen, aber da habt ihr nicht die Beste ins Rennen geschickt. Also ich kann zum Thema Dating gar nichts sagen. Okay. Ich habe in Deutschland schon kaum gedatet. War nie auf Dating-Apps. Ich habe ja nicht mal private Social-Media-Profile. Und außerdem komme ich gerade aus 12 Jahren Beziehung. Ist jetzt nicht so in meinem Interesse. Wolltest du nicht die Bitch-Era einleiten? Die Bitch-Era einleiten. Könnte ich da eigentlich machen, weil die machen das ja anders. Laut Gerüchten, und das haben mir da auch schon 2 bestätigt, das Okay. ist so, dass sie zuerst ins Bett gehen Und dann daten. und dann daten. Und dann essen. Erst wird, Pömpel die genau, Pömpel also und dann wenn du wird hier vielleicht gegessen. sagst, wir gehen mal spazieren oder wir gehen was essen, da heißt es, wir gehen mal eben ins Bett. Ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Ist ein anderes System, Angela. Muss ja deshalb nicht schlecht sein. Ja, weißt du, was du bekommst? Von Anfang an. Ja. Würde ja halt dann auch jetzt eher zu meinem Lebensstil passen, weil sesshaft werden Ist nicht. ist ja gerade nicht. Nee, Also, vielleicht wäre das was für mich. Eine Bitch-Ära hatte ich noch nie. Jetzt, wo du es Find ich sagst. toll. Mach doch mal. Einfach mal. Du, und dann ist aber auch deren Konzept von Dating perfekt für mich. Ist so. Du passt nicht. Tschüss. Tschüss. Auf Nimmerwiedersehen. Tschüss. Ich bin da mal weg und dann fährst du aus. Auch ein Ultraslung. Nee, aber das läuft da ein bisschen anders. Crazy. Ja, also ich weiß allgemein nicht, also man sagt ja eh immer, oder auch die Schweden von sich, dass sie so zurückgezogen sind und alles so für sich sind. Aber das kannst du ehrlicherweise über fast alle ländlichen Gebiete sagen. Ja. Egal ob das Italien, Deutschland, was weiß ich was ist, das ist ja überall so. Und es kommt ja auch immer drauf an, was du für Leute da triffst. Das stimmt. Dass man da, was ich viel gehört habe, ist, dass du da einfach schwer Anschluss findest. Aber auch das höre ich ehrlich gesagt über jedes Land und jede Stadt, wo du hinziehst. Gerade wenn du auf dem Land bist, wenn du da irgendwie Anschluss haben willst an die Einheimischen, dann musst du in Vereine gehen, Ja. dann musst du dich da aktiv involvieren. Von nichts kommt nichts. Aber Nee. das wäre ehrlicherweise in Deutschland auf dem Land nicht anders. Ist so. Ist Aber- aber auch in der Stadt so. Ja, Wo man so ist nah mein Licht jetzt ausgegangen. Oh mein Gott, seht ihr jetzt meine Falten? Lebt damit. Ich werde das jetzt nicht nochmal anmachen. Und damit seht ihr, ihr dürft nicht alles auf Social Media glauben. Ja, Ne, hier in der Stadt ist das ja auch so. Man wohnt so nah beieinander, aber man unterhält sich ja gar nicht. nee. Ne? Nee, und auch so, also auf dem Land sagt man, begrüßt man ja, wenn man Leuten spazieren gehen Genau. entgegenkommt, aber das macht man ja in der Stadt auch nicht, werden ja viel Nee, zu viele. Das ist auch so ein Trick, ne? Kann aber auch sein, weil ich so viele Regionen übersprungen habe. Dann will ich zuhören, was die sagen. So, dann sagt eine, hey, und ich, alles klar, gespeichert. Hey, okay. Dann bin ich in der nächsten Situation voll stolz und sage, hey, und die Person, hey, hey. Und ich denke, wieso denn jetzt doppelt? Okay. Ja, und dann bin ich zur nächsten Person und gesagt, hey, hey, und die, hello. Und ich denke, Kannst du nicht. könnt ihr euch mal entscheiden? Könnt ihr euch jetzt mal aussuchen, was das jetzt wie machen wir es Die jetzt? sagen, ne? Hallo? Ja, geht's? Wird's denn dann gehen? Ja, aber allgemein muss man sagen, das ist ja auch immer eine Typfrage. Ich zum Beispiel habe gar kein Problem damit, irgendwo Anschluss zu finden. Du kannst mich eigentlich überall auf der Welt rauslassen und nach kurzer Zeit sage ich, hey Angela, das sind übrigens meine neuen Bekannten hier. Und das sind die und das sind die und morgen bin ich bei denen essen und dann haben mich die Eltern noch eingeladen. Also Ja. genauso kann und mag ich das aber auch, komplett alleine im Wald und auch mal ganz viele Tage niemanden zu sehen und zu sprechen. Das fühle ich. Ist aber auch ein Unterschied, falls jemand denken sollte, dass ich immer so aussehe. Träumt weiter. Ja, das ist nicht der Fall. Wenn ihr mich in freier Wildbahn seht, denkt ihr, oh, das könnte es sein, aber die sieht ja aus wie von AliExpress oder von Wish bestellt. Das ist Ja? die böse Zwillingsschwester. Das ist die böse Zwillingsschwester, ja, ganz genau. Auch ein bisschen verlotterter. Da ist noch nicht so viel mit Make-up passiert an dem Tag meist. Und dann bin ich aber auch, wenn ich mit niemandem sprechen will, so. Böse. Ja, genau, so. Auf Sprech gar mich keinen nicht Fall an. ansprechen. Sprech mich nicht an. Ich möchte nicht mit dir reden. Ne? Auch wieder Thema Dating. Wenn mich mal jemand anspricht und sagt, ey, deine Energie ist so toll. Wollen wir was Kaffee trinken? Dann bin ich weg.
Also Männer, falls ihr da draußen Frauen ansprecht und ihr denkt, bekommt einen Korb, von den allermeisten nicht. Die sind einfach, scheißen sich genauso ein. Genau, die sind komplett überfordert, wenn sie angesprochen Ja, werden. ja. Kenne ich auch. Mhm. Ja, aber das ist auch egal, wie oft das passiert. Ich sage dann, ach so, ja, nee, danke. Weißt du, so, wie, als würde das Gehirn einfrieren. So, ach so, ja, plus, minus 7, 3, 8. Ist so, ist genau so. Einfach kurz das Gehirn eingefroren und 5 Minuten später denkt man vielleicht, oh ja, eigentlich war der ja sehr nett und sah auch gut aus, aber Scheiße, warum hast du nichts gesagt? nee, dann friert einfach das Gehirn ein. Super was? Und dann frage ich mich auch mal, soll man dann nochmal hinterher? Oh, sorry, habe mich umentschieden. Nee. Doch, Ja. hier meine Nummer. Nee, macht man nicht. Nee, Ne? nee. Mhm. Also das, ich habe auch so, wenn ich Partnerschaften, das ist immer meist über dass man sich einen längeren Zeitraum vorher gekannt und gesehen hat. Ja. Sei es Arbeit, sei es Clique, was auch immer. Also ich habe zum Glück keine Schwierigkeiten einzukriegen, aber nee. Nee, also ich werde mir das schwedische Prinzip mal ansehen. Ob ich da berichte, glaube ich nicht, denn wir erinnern uns hier immer noch, meine Mama guckt hier zu. Mama, für dich, dein geliebtes jüngstes Kind, wir wissen alle, das jüngste Kind der Familie ist doch gleichzeitig immer das verantwortungsbewussteste. Stimmt. Und ich werde selbstverständlich ungeöffnet zum lieben Gott zurückkehren. Als Nonne. Als Nonne. Zum Heiligenschein. Ja. Oh, das blende ich hier zur Not ein. Oh. Ich habe irgendwas runtergeworfen. Dann bin ich weitergefahren, meine Gasflasche wieder auffüllen. Das war auch wieder super entspannt und easy. Da habe ich auch für meine Toilette Tabs gekauft und auch für meinen für meinen Frischwassertank. War auch gar nicht teuer. Ist sogar von Tedford direkt gewesen und ist günstiger als von Amazon. Also Voll gut. wenn ihr da in Schweden seid und ihr braucht Chemietabletten, dann bitte einmal zur Nachfüllstation für Gas gehen. Die haben da voll oft, dass sie die Sachen da auch verkaufen. Richtig gut. Dann hatte ich das von der, wie heißt das auch noch? Moment. Das heißt die Tunzbrotrolle gehört. Was ist das? Das ist wie so ein Wrap. Und in dem Wrap hast du Kartoffelpüree und Würstchen. Das schmeckt. Ich bin bei Sibylla hingefahren, erstmal voll süß. Ich bin da abgebogen dahin. Kurz vorher dachte ich, ich habe einen Steinschlag gekriegt, naja. Und das war aber so zum Linksabbiegen. Und der war aber voll lieb. Der hat sofort einen Rückwärtsgang reingelegt und mir Platz gemacht. Und ich so, nee, das passt nicht, das passt. Alles gut, richtig cool, richtig süß. Und dann habe ich das da gegessen und das war sehr lecker. Echt? Ja, aber musste man schon ein bisschen doller würzen, ne? Also Okay. das Kartoffelpüree war wirklich fade, das muss man schon sagen. Also da muss man schon verstehen, warum da so viel Senf und Salz dazu muss. Die Pommes da waren aber auch geil. Ja? Oh, geil. Und ich habe bei ganz vielen Sachen, wo ich vorher, Max Burger gehen wir auch gleich noch drauf ein, das ist, wenn du da bestellst, kannst du nie Ketchup auswählen. Und ich habe gedacht, kennen Schweden kein Ketchup? Hä? Wie kann man denn auf dieses Grundnahrungsmittel nicht haben? Und dann habe ich das erstmal verstanden. Ketchup und Senf hast du immer kostenlos da stehen. Ah, sehr gut. Das ist Grundnahrungsmittel. Und ich dachte, wieso haben die denn kein Ketchup? Das denn? Kriegst du gratis. Gratis, ja, das war nice. Also das ging auch voll klar. Dann hatte ich noch eine andere Stelle bei Max Burger. Da bin ich da hingefahren und da musste ich so rechts rum auf den Parkplatz. Und das war eine reine Einfahrt. Okay. Aber auf einmal kam da der Tesla, der da rausfahren wollte und ich kam da nicht, also das hätte im Leben nicht gepasst. Und dann habe ich gedacht, ja scheiß drauf, dann fahre ich weiter geradeaus, drehe und dann fahre ich dann da rein. Weißt du, wir haben beide so uns dann gesehen, voll gebremst. Ich habe dann gedacht, ach komm, ich mache ihm Platz und er hat gedacht, ach komm, ich fahre eben schnell da vorbei, dann kann sie hier rein. Und dann sind wir fast zusammengefahren. Ach du Scheiße. Und dann haben wir beide wieder voll gebremst und dann haben wir uns beide kaputt gelacht. Weißt du, weil jeder so, nee, mach du, ach komm, ich mach dir Platz, nee, mach du doch Platz. So. Ja. Ne? Dann ist er da vorbei, alles klar, dann bin ich da rein, aber ja, das Video habe ich von der Dashcam auch noch mit. Geil. Und was du, wenn du mit dem Van losfährst, ne? Also du kannst gar nicht alles so oft überprüfen, bis dann wirklich alles zu ist. Es ist
immer irgendwas auf. Und im Idealfall ist es nicht die Besteckschublade in der Kurve, die dann so rums, Ja. sondern irgendwas anderes. Aber manchmal hast du auch einfach nur die Stromklappe hinten, die dann so bla 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 bla. Und dann ist das wirklich so, als würde die singen, I want to get away, I want to fly away. So, als würde die sich erstmal auf den Weg machen wollen. Aber wenn dir das bei der Besteckschublade mal passiert, boah, da erschreckst du Boah, das dich, kann ich wenn die mir in der Kurve vorstellen. hinter dir aufliegt. Was auch total wichtig ist, mal für alle, CEE auf CEE-Kabel, das ist super, wenn ihr die habt, aber ihr braucht auch Schuko auf CEE. Sagt mir gar nichts. Ne? Habe ich hier was? Nee, ich Also habe ich dachte, du wolltest wissen. Ne? Ihr braucht auch unbedingt Schuko auf CEE. Schuko ist der normale Stecker. Ah, okay. Und CEE ist dieses Ding vom Van, weil das ist in Schweden total viel, dass du nur eine normale Steckdose hast und dann kommst du sonst nicht da drauf. Also das Okay. Kabel unbedingt mitnehmen. Sehr gut. Dann bin ich weitergefahren und da hieß es, da wäre auch eine Dusche. Und das war auch ein kostenloser Platz. Und ja, der war recht unspektakulär. Und dann habe ich die Dusche gesehen, war das einfach eine Außendusche. Im Freien. In der Außendusche im Freien. Und das war ja sehr kalt. Zu der Zeit habe ich gedacht, ja okay, das ist ja eine tolle Dusche, die mir hier versprochen wurde. Und dann da war das so ein See und dann dachte ich, ja, ist bestimmt ein Badesee. Und dann hing da dieses Schild und dann irgendwas badet. Okay, alles klar. Dann dachte ich, ach geil, ein Badesee. Und dann dachte ich so, ach, guck mal doch mal kurz mit der Übersetzer-App. Und dann steht da einfach drauf, das Baden in diesem See kann zu Juckreiz führen. Ja, sehr toll. Alles klar. Ich glaube, das habe ich nicht ganz verstanden. Ich möchte hier nicht baden. Nee, Allgemein hast du fast überall in Schweden, ne? Wenn du so Ordnungssachen hast, hast du immer eine Telefonnummer darunter, wo du Leute anscheißen kannst. Okay. Weiß nicht, was das für ein Ding ist von den Schweden, aber du hast fast überall so eine Kommunennummer. So, wenn sich hier jemand falsch verhält, kannst du mal direkt melden. Und dann habe ich mich auf den Weg zu einer Grube gemacht. Wie gesagt, ich bin auf einmal Ruinen- und Grubenspezialistin. Wann das passiert ist, weiß ich nicht. Aber es ist, wie es ist. Ja. Und der Weg dahin, das war so schlammig, das war so gefroren noch, da war so viel, das war wie Lehm, das war wirklich ein Durchdriften teilweise. Aber auch da, ich bin meiner Außendienstrolle nachgekommen. Jeden Zugriffen. Hallo! Die liebevolle Ja, Deutsche ist da. die Deutsche. Ja, wir sind nicht alle scheiße. Der Prototyp. Genau. Der Prototyp Deutschland. Genau, so sind wir alle. So sind wir alle. Ausnahmslos. Ist so. Und dann ist es aber nicht so in Schweden bei so Sehenswürdigkeiten, dass du da, wie in den meisten Ländern, einfach auf den Parkplatz fährst und dann 2 Meter bist du schon da, Ja. sondern dann ist das irgendein Punkt auf Maps und dann heißt es so, jetzt musst du weiterlaufen. Und dann stehst du da irgendwie so am Straßenrand und denkst, dann ist das jetzt hier der Parkplatz. Und dann bin ich da eben durch den Wald marschiert und denke ich, das finde ich, aber das kannst du aber Ja, na wissen. klar, hast du dir das gedacht? Das habe ich mir gedacht. Ich gedacht, das ist super. Dann bin ich Abenteuer. ein Abenteuer. Ja, genau. Yay. Das erste Schild. Oh, ach so. Ja, nö, ich bin gut ausgestattet. Das wird's wohl. Das matscht ja gar nicht. Ach, im Grunde sind das ja nur natürliche Treppenstufen hier. Boah, ist das schön. Dann war doch auch mal ein Schild. Und ja, ich war mit meinen Bergsteigerschuhen Na klar. unterwegs. Sneakers. Sneakers. So. Und dann bin ich da angekommen und das sah halt echt schön aus. Ne? Also das war auch wirklich ein bisschen größer. Wunderschön. Also es sah einfach wie im Traum. Ne? Und wenn du da dann ganz alleine bist, das ist ja natürlich geil.
denn jetzt lang? Der Weg geht eigentlich da vorne weiter. Überall einfach Feuerstellen, das ist so wild. Okay, ich gehe hier weiter. Nichts passiert. Okay, das ist wild. Oh. Oh nein, wie schön. Okay, da muss ich jetzt nicht unbedingt hoch. Aber wie schön ist es denn hier bitte? So friedlich. Hier lang wohl nicht. Ich muss jetzt den Berg da hochklettern. Ui, das halt hier aber ganz schön. Crazy. Okay. Also es ist wirklich wunderschön. Aber es ist auch deutlich kleiner, als man vielleicht irgendwie annimmt. Also das hier ist jetzt riesig groß, aber ich hätte gedacht, das Areal ist irgendwie größer. Aber es sieht schon übelst cool aus. Und da geht es gleich wieder zurück.
geil. Auch da haben ja Leute irgendwann mal auch gearbeitet und diese ganzen Strukturen da zu sehen und wie das da alles gewachsen ist und geil. schön. Einfach geil. Und dann ging es da weiter weg und ich wollte dann aber auch ein bisschen weiter nördlich fahren, aber da war noch eine andere Grube, die ich mir Ach, wie kommt das denn? noch eine andere Grube, die wollte ich mir dann auch noch eben angucken. Und Ja. ich gedacht, da fahre ich auch noch eben hin. Da war es noch viel schlammiger. Mein Auto sah aus. Also ich bin wirklich teilweise geschwommen mit meinem Auto. So schlammig war es da. Boah.